Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen weiteren chinesischen Füllfederhalter vorstellen. Der ist von einer Marke, die mir bisher sehr gut gefallen hat, weil ich wirklich sehr viele, oder nicht sehr viele, aber die ich getestet habe von dieser Marke, diese Füllfederhalter, die waren alle hervorragend. Und deswegen habe ich mich entschieden, mir wieder einen zu kaufen und den möchte ich euch heute vorstellen. Und zwar handelt es sich um den Hongdian N8. Das ist er, so schaut er aus. Kann ich euch schon mal so ein bisschen zeigen. Und wie immer beschreibe ich euch natürlich den Füllfederhalter, sage, wo ich ihn gefunden habe, was ich dafür bezahlt habe und danach machen wir Maße und Gewicht und anschließend machen wir natürlich eine Schreibprobe, so wie wir es immer machen. Danach sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Hongdian N8. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee und ich gebe euch eine Kaufempfehlung oder auch nicht. Lasst uns beginnen. So sieht er aus, der Hongdian N8. Das ist ein recht schwerer Füllfederhalter. Chinesischer Hersteller, hatte ich euch ja schon gesagt, Hongdian. Und ich finde, er kommt sehr elegant hier, oder die Erscheinung ist sehr, sehr elegant, er kommt elegant daher. Und was mir besonders gut gefallen hat, das ist die mittlere Feder, die hierbei erhältlich war. Aber fangen wir wirklich ganz von vorne an. Beginnen wir mal mit der Kappe. Da haben wir hier einen schönen silbernen Zierring an der Kappe. Und der ist nochmal hier bezeichnet. Ich werde ihn mal ein bisschen näher halten, dann kann man das auch sehen. Mit dem Modell N8, seht ihr hier nochmal, auf dem Zierring unten. Und da seht ihr auch schon eine kleine Friedenstaube und die entsprechenden in Silber gehaltenen Federn, die diese Kappe kennzeichnen. Und hier oben die Inschrift Flying Feathers oder Feather, da ist kein S mit dran, Flying Feather. Ja, hier oben ist die Friedenstaube nochmal zu sehen, auch sehr schön gemacht. Der Clip ist ein bisschen fest, könnte etwas lockerer sein, aber ich denke, er ist dennoch funktional. Ja, Abschluss-Endstück ist in Metall hier gehalten. Und hier ist nochmal wie so ein kleiner Acryl, so eine kleine Acrylschicht über dieser Friedenstaube hier. Ja, die Kappe selber sieht sehr gut aus, sehr schwer ist er auch. Können wir reinschauen, da haben wir da Kunststoffgewinde und ein Kunststoff-Innenstück. Mal gucken, ob das die Kamera so einfängt. Ja, hier so kann man mal nach unten schauen. Also ihr seht, hoppla, ihr seht, dass hier die Kappe komplett in Kunststoff ausgekleidet ist. Ja, also muss ich sagen, die Kappe ist sehr, sehr schön gestaltet. Das sieht sehr edel aus mit den Federn hier drauf. Fühlt sich auch so ein bisschen wie eingraviert an, wenn man hier so mit dem Finger drüber streicht. Ja, das ist schon gut gemacht. Also ich denke mal, hier ist eine Metallkappe und die ist innen mit Kunststoff verkleidet und hier drüber auch nochmal. Und in diesen Kunststoff sind diese Einprägungen gemacht, sage ich mal. Am Clip sonst nichts Besonderes, seht ihr hier, also alles ganz normal. Hier steht auch nochmal Hongdian. LT, Hongdian. Kann man eigentlich so besser sehen, ne? Warum mache ich das so kompliziert? So, jetzt seht ihr das auch alle. Okay, und wie gesagt hier die Modellbezeichnung und die kleine Friedenstaube. Dann kommen wir mal zum Schaft. Der Schaft besteht aus mehreren Teilen, einem Acrylteil, sehr schön gearbeitet. Hier seht ihr so ein bisschen den Glitzereffekt, das finde ich ist sehr gut gelungen.
Wir haben hier also ein Acrylteil, der sich hier aufschraubt auf den Schaft. Da seht ihr nachher schon einen meiner Kritikpunkte. Wir haben hier unten ein Metallgewinde und da haben wir ein Kunststoffgewinde. Also da würde ich mir immer wünschen, dass das aus einem Material gefertigt ist, also beide Teile aus einem Material. Ja, der Kappenkopf, abgegrenzt durch 2 Silberringe. Dann ein etwas schwereres Stück, also es könnte auch Kunststoff sein. Und oben am Abschlussstück, am Endstück der Kappe, ein glänzendes silbernes Metallplättchen. Ja, sehr schön gemacht, sieht sehr edel aus, finde ich. Kommen wir zum Griffstück. Griffstück aus Metall mit einem, also hier im inneren Teil aus Metall. Hier nochmal mit einer Dichtung, mit einem Dichtungsgummi. Dann das hier ist Kunststoff, sehr griffig, kann ich euch schon sagen. Dann hier der handelsübliche Konverter. Der ist auch nochmal gebrandet mit Hongdian, seht ihr hier. Hongdian. Also die haben sich auch hier wieder sehr viel Mühe gegeben. Ich habe hier schon mal Tinte eingefüllt. Das ist die Lamy T52 Bronze. Ja, was mir immer sehr gut gefällt bei Hongdian sind die Federn. Und da macht diese hier keine Ausnahme. Ihr könnt es sehen, ist ein schönes Ornament hier oben drauf. Das sieht wieder sehr gut aus. Dann since 1997, also seit 1997. Und dann Hongdian M und 35. Also auch wieder eine sehr schöne Feder von Hongdian. Okay, dann bauen wir wieder zusammen. Und dann werden wir noch mal ganz kurz schauen, wie viele Umdrehungen wir brauchen, um die Kappe abzuschrauben. 1. Ja, knapp 1,5 Umdrehungen brauchen wir für die Kappe. Also alles so, wie man sich wünscht, alles im ganz normalen Bereich. Dann werden wir jetzt hier wieder ein bisschen schärfer stellen. So. Okay. Ja, dann sage ich euch gleich mal Maße und Gewicht, bevor wir dann zur Schreibprobe kommen. Also so, wie er hier vor euch liegt, befüllt mit der Tinte von Lamy, wiegt er 30,8 Gramm. Das ist also kein Leichtgewicht. Ich finde, er liegt sehr schön in der Hand und ist wirklich wieder ein schöner Füllfederhalter von Hongdian. Ohne Kappe, also in dieser Form, misst er 12,5 cm. Mit Kappe, man kann die hier auch aufstecken. Also die hält auch gut, wie ihr hier seht. Ich bin da kein großer Freund von, weil ich finde, er wird dann sehr kopflastig. Aber auf jeden Fall kann man es machen, wenn man es möchte. Dann misst er 16,2 cm. Und ihr habt es gerade gehört, die hält auch bombenfest. Und so im geschlossenen Zustand ist er mit 14 cm eigentlich so in der normalen Größe eines Füllfederhalters. Okay, so viel dazu. Dann kommen wir jetzt zum Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben hier vor uns den Hongdian N8. Das stand übrigens, habe ich euch vorhin gezeigt, auf der Kappe, auf dem Kappenband unten, stand wieder LT. Ich hatte aber vergessen, das zu erklären. Das hatte ich bei einem anderen Modell schon, das heißt Lantian. Aber was es genau bedeutet, kann ich euch leider immer noch nicht sagen. Das ist halt so. Okay, also der N8. Dann haben wir als Tinte, achso, eine M-Feder haben wir noch. Und ihr seht hier schon den Tintenfluss, der ist hervorragend. Als Tinte haben wir die Lamy T52 Bronze. Und Papier ist wie immer Clairefontaine DCP 160 Gramm. Okay, dann könnt ihr wieder hören, weil das Papier ist immer identisch bei all meinen Tests, wie der Füllfederhalter hier mit seiner M-Feder übers Papier gleitet.
Also wirklich ein ganz hervorragendes Schreiben. Kaum Feedback, flüssig, absolut klasse. Ist nichts dran auszusetzen, liegt auch gut in der Hand hier. Ich mag, wie gesagt, immer die etwas größeren, schwereren Stifte, aber ihr seht es hier im Ganzen. Liegt wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Ja, dann haben wir jetzt einen Moment offen gelassen. Mal gucken, ob er gleich beim schnellen Schreiben loslegt. Ja. Also ihr seht auch hier, gar kein Problem mit dem Tintenfluss. Der kommt prima mit, gibt keine Aussetzer, keine Schwierigkeiten. Hervorragend. Dann probieren wir nochmal verkehrt herum zu schreiben. Da kratzt er merklich, das hört ihr, glaube ich, auch. Ja, das ist dann mehr extra fein. Also braucht man nicht wirklich, klingt auch nicht sehr schön. Dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen Variation hineinbekommen. Ja, ihr seht es hier. Hier, hier, da, dort. Also man bekommt auch ein bisschen Variation in diese M-Feder herein. Ja, dann nochmal zum Tintenfluss. Auch sehr gut. Okay, soviel zum Schreibtest. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Hongdian N8. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Hongdian N8? Also sehr gut gefällt mir, dass es ein recht schwerer Füllfederhalter ist. Er liegt sehr gut in der Hand, ich habe es euch gezeigt. Das ist mit über 30 Gramm ist es ein schöner, schwerer Füllfederhalter. Was mir auch noch gut gefällt, ist, dass er mit einer M-Feder angeboten wird. Das ist nicht unbedingt die gängige Praxis bei chinesischen Herstellern. Und dass die dann noch so gut ist und so einen satten Tintenfluss hat, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, das ist wirklich, wirklich ein Everyday Writer, sage ich mal. Also den kann man jeden Tag benutzen. Der lässt einen nicht im Stich und sieht dazu noch gut aus. Ich zeige euch hier nochmal. Also ich finde, er ist schön gestaltet mit dem leicht durchschimmernden Konverter und der Tinte darin. Also sieht schon gut aus. Ja, die schön gestaltete Kappe, die gefällt mir auch sehr gut. Hier seht ihr sie nochmal mit den Federn drauf, mit der Beschriftung Flying Feather, mit der Friedenstaube unten drauf. Das ist ja ein recht aktueller Füllfederhalter. Der ist recht neu auf dem Markt. Ich kann nur vermuten, Friedenstaube, Ukraine-Krieg-Bezug, ob da der Hersteller dieses im Sinn hatte, bleibt auch eurer Spekulation vorbehalten. Ich kann es nicht nachweisen, der Hersteller und auch der Händler bei AliExpress, da habe ich ihn nämlich, nein, stimmt diesmal nicht, ich habe ihn bei eBay in den USA gekauft, also ebay.com, weil da wurde er mit einer M-Feder angeboten, bei AliExpress übrigens nicht. Ob da die Idee dahinter steckt, hier ein Beitrag oder ein Hinweis zu geben auf den Ukraine-Krieg, das kann man nur vermuten. Ja, Kappenkopf haben wir diese Friedenstaube ja nochmal. Also es ist schon sehr viel Friedenstaube vorhanden. Da kann man schon darüber nachdenken, ob das diesen Bezug hat. Was hat mir noch gut gefallen? Der gute Tintenfluss, die schöne Schreibstärke. Ich finde, das ist wirklich fantastisch. Das Federgeräusch auf dem Papier, ihr habt es selber gehört, war ganz, ganz klasse. Und ich habe eigentlich nur einen einzigen negativen Punkt. Aber der kommt vielleicht auch ja nur immer zum Tragen. Ihr wisst es schon, wer schon meine anderen Videos sich angeschaut hat. Es ist diese unterschiedlichen Gewindematerialien. Also hier haben wir am Griffstück, da haben wir ein Metallgewinde und am Schaft, da haben wir ein Kunststoffgewinde. Und da könnte ich mir vorstellen, dass über die Jahre es da vielleicht zu Problemen kommt. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, ein wunderbarer Füllfederhalter. Nochmal super gemacht, Hongdian, wie alle anderen, die ich bisher von euch getestet habe.
wieder ein ganz hervorragender Füllfederhalter. Man merkt, wenn man für chinesische Füllfederhalter ein bisschen mehr Geld hinlegt, und gerade bei Hongdian bekommt man in der Regel auch einen recht guten Füllfederhalter. Ich habe ungefähr 27 € bei ebay.com bezahlt. Da würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr auf eine M-Feder Wert legt, die durchaus von der Schreibstärke, denke ich mal, ein M, vielleicht bei manch einem auch schon die leicht ins Breite gehende, bei manch anderen Herstellern so auf dem Papier erscheint, dann solltet ihr den bei eBay kaufen und nicht über AliExpress, weil wie gesagt, da ist mir bisher nicht bekannt, dass die Feder in der Federstärke M dort angeboten wird. Ja, so viel zum Hongdian N8. Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.